Und in der russischen Region Kursk, da steigt der Druck auf die Ukraine. Die russischen Soldaten nämlich kommen immer näher, wollen die Ukraine einkesseln. Und immer dringender werden, so für den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, Verhandlungen über ein schnelles Kriegsende. Im Clinch mit den USA hofft er jetzt in Saudi-Arabien auf eine rasche Versöhnung. Laura Fleischmann berichtet. Um die Kleinstadt Sutscha in Kursk zu erstürmen, marschieren gebückte russische Soldaten durch ein stillgelegtes Gasrohr, wie dieses Video zeigen soll. Die Pipeline mit einem Durchmesser von 1,40 Meter lieferte noch bis Anfang des Jahres russisches Gas nach Europa, nun russische Truppen. Ukrainische Einheiten hätten sie entdeckt und mit Raketen, Artillerie sowie Drohnen angegriffen, so der Generalstab in Kiew. Weil die USA Geheimdienstinformationen über Russland der Ukraine vorenthalten, werden solche Manöver für die Ukrainer immer schwieriger. Es fehlt schlichtweg die Satellitenaufklärung über Truppenbewegungen sowie Flugbahnen von Drohnen und Raketen. Doch an Bord der Air Force One legt US-Präsident Trump überraschend einen Kurswechsel nahe. Sie haben schon fast wieder Zugang. Wir wollen alles machen, um die Ukraine dazu zu bringen, etwas zu machen. Man muss einen Deal machen und das Töten stoppen. Es ist ein sinnloser Krieg und wir werden ihn stoppen. Zurzeit versuchen russische Soldaten im großen Stil und mit schnellem Tempo in der Region Kursk tausende ukrainische Soldaten zu umzingeln aus 7 Richtungen. Das berichten prorussische Militärblogger. Ziel sei es, die Ukrainer hier zur Flucht oder Kapitulation zu zwingen. Die Mission scheint ein Erfolg zu sein. In den sozialen Medien kursieren Videos von ukrainischen Kriegsgefangenen, gefesselt mit rotem Klebeband. Immer wieder schwenken inmitten des Gefechts ukrainische Soldaten die weiße Fahne. Ich habe keinerlei Hinweise darauf, dass Russland aufhören will zu kämpfen oder einen Waffenstillstand will. Ganz im Gegenteil, Russland sagt, jetzt erst recht, Trump ebnet uns den Weg. Und die russischen Forderungen sind ja eindeutig. Russland sagt, wir sind zufrieden, wenn es die Ukraine nicht mehr gibt und wenn wir die Ukraine kontrollieren. Trotzdem treffen sich in Saudi-Arabien der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, US-Außenminister Marco Rubio und saudische Funktionäre. Sie wollen einen möglichen Weg zum Frieden ebnen. Im Februar war bereits Russlands Außenminister und Putins rechte Hand Sergei Lavrov zu Gesprächen zu Gast.